Grüße euch, grüße euch, grüße euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ist noch nicht lange her, 2 oder 3 Wochen, da war ich mit Vito unterwegs und wir sind auf eine Bande Hundemädchen getroffen. Die Besitzer und ich kennen uns vom Sehen, doch kamen aber bis jetzt noch nie wirklich ins Gespräch. An dem Tag war das anders und mit einem Herrn entwickelte sich ein besonders interessantes, intensives Gespräch. Dieser Herr war ein Besitzer einer Rotti-Dame, noch kein Jahr alt, wunderschön. Und ich erfuhr von ihm, dass er eigentlich zuvor einen Dobermann wollte. Dobermann, diese Hunderasse darstellt, die für ihn schon immer die Nummer 1 dargestellt hat. Doch aus verschiedensten Gründen sah er dann vom Erwerb eines Dobermanns ab. Einer der Hauptgründe war diese berühmt-berüchtigte Herzmuskelerkrankung, die gefürchtete DCM. Ja, wegen diesem Thema wurde ich von einem Zuseher meines Kanals schon mal gescholten. Zu Recht, gebe ich zu, weil ich glaube, das war das Video Dobermann versus Rhodesian Ridgeback, damals den Dobermann gesundheitlich sehr robust dargestellt hat. Ich habe das schon begründet und mich diesbezüglich entschuldigt beim Video über den Dobermann speziell. Der Grund ist ganz einfach erklärt. Schauen Sie, ich kannte viele Dobermänner in meinem Leben. Aktuell kenne ich 3. Einen braunen, 5 Jahre alten Rüden, 5 Jahre alt, so alt wie mein Hund Vito. Heute ist der 4. Dezember. Wenn Sie das Video sehen, sind wir schon etwas später dran. Heute am 4. Dezember ist mein Hund genau 5 Jahre alt. Der Dobermann-Rüde, genauso alt wie er, kerngesund. Ich kenne einen 7 Jahre alten schwarzen Dobermann-Rüden, kopiert, Ohren und Rute, ebenfalls kerngesund. Und in Wien hat ein Bekannter von mir auch einen schwarzen Dobermann-Rüden, 9 Jahre alt, der arbeitet und nimmt am Platz, kerngesund. Ich kannte persönlich keinen Dobermann in meinem Leben, der verfrüht an Herzmuskelerkrankung verstorben ist. Das war der Grund, weshalb ich diese heimtückische Krankheit nicht explizit erwähnt habe. Ist nun mal so. Ich kannte leider 2 deutsche Boxer, denen dieses Schicksal in jungen Jahren widerfahren ist, diese DCM-Geschichte, aber keinen Dobermann. Aber ich gebe zu, ja, ich habe da nochmal nachrecherchiert, es dürfte scheinbar wirklich so sein, dass bis zu 60% aller Dobermänner da draußen dieses Erbgut der DCM, denn diese Krankheit wird leider vererbt, von den Elternteilen in sich tragen. Und ja, und das Ganze ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Unsere Hunde gehen sowieso zu früh von uns. Ja, und diese Herzmuskelerkrankung sorgt dafür, dass es beim Dobermann häufig noch früher geschieht. Und das wollen viele Leute nicht und deswegen halten sie Abstand vom Dobermann. Also diese tolle Hunderasse hat im Vergleich zu früher einiges an Glanz verloren. Schade eigentlich, denn das, was Louis Friedrich Dobermann da im Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Vorfahren des Dobermanns auf die Beine gestellt hat, ist mehr als nur toll. Also da hat er schon einen ziemlich fantastischen Stein ins Rollen gebracht. Groß, stark, schlank, elegant. Behauptete sich der Dobermann weltweit als Diensthund, gesuchter Wach- und Schutzhund und sehr beliebter Familien- und Begleithund, ein Top-Gebrauchshund, einer der tollsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Und heute noch, trotz dieser DCM-Geschichte, ist der Dobermann für mich persönlich mehr als nur eine Ansage, liebe Zuseher. Ja. Ich hörte von diesem Besitzer, dass er sich um Alternativen, um einen Ersatz zum Dobermann umgesehen hat, doch er fand keinen. Ja, sprachen miteinander, ich sagte, einen Ersatz für den Dobermann wird es auch keinen geben, denn ein Dobermann ist einzigartig, so wie ein deutscher Schäferhund einzigartig ist, ein Pudel einzigartig ist, etc. Aber es gibt oder gäbe Alternativen, wenn man farbtechnisch ein Auge zudrückt, charaktertechnisch ein Auge zudrückt. Alternativen sind da, Hunde, die ähnlich aufgebaut sind anatomisch, die auch Charaktereigenschaften zeigen, welche den Dobermann auszeichnen. Gibt es. Hier gingen wir dann ins Detail. Und das war der Stoß in die Richtung dieses Videos, denn ich habe schon mal gesagt, häufig lasse ich mich von solchen alltäglichen Erlebnissen inspirieren zu einem Video für meinen Kanal. Und deswegen möchte ich heute gerne einige Alternativen für den fantastischen Dobermann vorstellen und oberflächlich mit dem Dobermann vergleichen, ganz kurz in Kurzfassung.
und Leute damit ansprechen, die ebenfalls, so wie ich und viele andere auch, vom herrlichen Dobermann, sich vom herrlichen Dobermann angezogen fühlen, aber etwas zu viel Respekt haben vor dieser schrecklichen DCM-Geschichte. Ich habe aber schon gesagt, wie Sie sich als Dobermann-Interessent halbwegs absichern könnten zu diesem Thema. Eine Garantie gibt es nie. Ja, nie. Bei keiner Hunderasse, wenn es um Krankheitsfälle geht. Doch, im Video, wo es speziell um den Dobermann geht, gab ich ein paar Tipps preis, wie man sich eventuell etwas absichern kann zu diesem Thema. Wir alle hoffen, dass man das früher oder später in den Griff kriegt mit dem Dobermann, damit er wieder so durchstarten kann, wie es früher der Fall war. Denn diese Hunderasse, so wie alle anderen auch, hat es mehr als nur verdient. So, jetzt mal kurz zu den Alternativen. Es sind da einige Hunde dabei, die dem Dobermann schon ziemlich nahe kommen. Einige Hunde, die optisch vom Aufbau her recht ähneln, aber völlig andere Farben vorweisen. Einige Hunde, die ihm charakterlich mehr ähneln als anatomisch. Ja. Doch gehen sie alle als eventuelle Alternative zum Dobermann für mich durch. Ersatz für den Dobermann ist keiner dabei. Genauso wenig wie der Dobermann Ersatz ist für einen dieser Hunde, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Beginnen wir gleich mal mit dem ersten. Der wird niemanden verwundern, denn das ist der herrliche Deutsche Pinscher. Ja, sehen Sie sich den Hund mal an. Mein Deutscher Pinscher, Dobermann sind Abziehbilder voneinander. Der Deutsche Pinscher ging ja auch als Mitteldobermann durch, möchte ich so meinen. Na, soll sich kein Deutscher Pinscher-Fan hier auf den Schlips getreten fühlen. Ein Deutscher Pinscher ist ein Deutscher Pinscher, ein Dobermann ist ein Dobermann. Aber Sie wissen, was ich meine. Riesenschnauzer, Mittelschnauzer, Dobermann, Mitteldobermann. Würde auch niemand aufschreien, würde ich mal sagen. Deutscher Pinscher, die Kleinausgabe des Dobermanns, der ihm auch charakterlich etwas ähnelt. Zumindest ein genauso guter Wachhund ist wie der Dobermann, genauso aufmerksam ist, sehr leistungsfähig, robust ist, vielleicht nicht ganz den Will to Please zeigt, wie ihn der typische Dobermann zeigt. Also, für den Abrichtersport sind Sie mit dem Dobermann wahrscheinlich besser bedient. Ja, wenn Sie ein gutes Händchen für Hunde haben, kommen Sie auch mit dem vielleicht etwas eigenständigeren, ein klein wenig stureren Pinscher gut zurecht. Ach, die Erziehung eines Pinschers oder das richtige Führen eines deutschen Pinschers ist sicher keine Hexerei, da gibt es weit schwierigere Hunde. Der deutsche Pinscher ginge für mich als Alternative für den Dobermann durch, wenn Sie ein Mensch sind, der auch mit das okay für einen kleineren Hund gibt. Denn wenn wir uns den Dobermann ansehen, der erreicht Schulterhöhen bis zu 72 cm, kapitale Rüden werden bis zu 45 Kilo schwer. Ja, im deutschen Pinscher sieht die Sache natürlich anders aus, der so um die 50 cm Schulterhöhe erreicht und maximal um die 20 Kilo schwer wird, also die Hälfte des Pakets darstellt. Ja. Genauso wie der Dobermann entwickelt auch der deutsche Pinscher, wenn er den typischen Rassevertreter darstellt, einen tollen Schutztritt. Doch der Hund ist die Hälfte so groß und die Hälfte so schwer. Wird er diesen Schutztrieb nicht in dem Ausmaß umsetzen können, wie sein großes Abziehbild. Da sind wir uns natürlich alle einig, das wissen wir alle. Aber im Großen und Ganzen wäre der deutsche Pinscher eine tolle Alternative zum Dobermann. Wenn man einen Dobermann-ähnlichen Hund möchte, wenn auch ein kleinerer Hund okay wäre, ein mittelgroßer Hund okay wäre, also klopft da mit Sicherheit ganz fest der deutsche Pinscher an der Tür. Sehen wir uns mal den nächsten an. Eine etwas größere Alternative als der deutsche Pinscher, und zwar ist das der Bousereau, der Berger de Beauce, ein französischer Schäferhund, herrlicher Hund. Mit einer Hündin durfte ich schon mal arbeiten am Platz. Das ist auch der einzige Hund bei diesen 6 Alternativen, die ich Ihnen vorstellen möchte, der über Stockhaar verfügt. Stockhaar mit dichter Unterwolle, ein Schäferhund. Ziemlich wetterfest, wetterfeste Fellbeschaffenheit, ein toller Hund. Wir hatten eine Bousereau-Hündin bei uns am Platz, nageln Sie mich nicht fest, ich habe den Namen vergessen, im Besitz eines pensionierten Polizisten, der hieß Klaus, aber ich weiß den Namen der Hündin nicht mehr. Die hatte recht kurzes Stockhaar, hatte kupierte Ohren und sah einem Dobermann-Mädchen erstaunlich ähnlich. Ja, der Bousereau weist als typischer Bousereau schon einen etwas anderen Charakter vor. Auch der hat Schliff, eines der Hauptmerkmale, charakterlichen Hauptmerkmale des Dobermanns. Doch ist der Bousereau einen Ticken, der typische Bousereau, einen Ticken ruhiger.
als der typische Dobermann. Individuelle Geschichte. Es wird Dobermänner geben, die sind ruhiger als Buserow. Es wird Buserows geben, die sind weitriebiger als Dobermänner. Aber wir sprechen hier vom typischen Vertreter seiner Rasse. Und hier ist der Buserow zumeist mit etwas weniger Trieb ausgestattet. Doch ist er auch etwas eigenständiger als der Dobermann. Hier gilt Ähnliches wie für den Pinscher, obwohl sich der Pinscher und der Buserow charakterlich nicht stark ähneln. Ne? Der Buserow ist ein Top-Gebrauchshund, war lange Zeit als Diensthund in Frankreich im Einsatz. Jeder Diensthund, Polizeidiensthund, muss eine Lernbereitschaft zeigen, einen Will to Please zeigen, anders geht's nicht. Und den besitzt der Buserow auch, aber nicht in dem Ausmaß, wie ihn der Dobermann hat. Also am Platz sind sie mit dem Dobermann sicherlich besser bedient. Doch genauso wie der Dobermann ist auch der Buserow ein exzellenter Wach- und Schutzhund und ein sehr loyaler, top geeigneter Familienhund. Doch, wie gesagt, ein Schäferhund mit etwas eigenständigeren Kopf, vielleicht als ein deutscher Schäferhund, ein Schäferhund, der sehr stark anatomisch in die Kerbe des Dobermanns hineinschlägt, ganz besonders dann, wenn Sie den Buserow mal kopiert sehen. In Österreich und in Deutschland ist ja das verboten. Dann werden Sie die Ähnlichkeit zum Dobermann erkennen können. Also ich bin der Meinung, dass der Buserow als Alternative, nicht als Ersatz, für den Dobermann durchgehen könnte. Sehen wir uns mal die Nummer 3 an. Und hier müssen Sie beide Augen zudrücken, weil dieser Hund völlig andere Farbe oder eine völlig andere Farbe vorweist. Ich spreche vom Weimaraner. Der Weimaraner ist ein Vorstehhund, ein deutscher Jagdhund, der zu den ältesten deutschen Jagdhundetypen gehört. Ja? Ein Jagdhund mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, und das ist nicht so häufig zu finden. Eventuell noch bei dem Deutsch Strata, der dafür bekannt ist, auch Schutztrieb entwickeln zu können, und ein, zwei anderen Hunden. Doch zumeist sind Wach- und Schutztrieb eher selten zu finden bei dieser Kategorie Hunde. Doch der Weimaraner besitzt den, ja, und eifert somit dem Dobermann nach. Ist der Weimaraner ein äußerst toller Gebrauchshund im Allgemeinen, für den Platz zum Beispiel. Ein toller Familienhund. Und er ist wunderschön. Und ich möchte behaupten, dass der anatomische Aufbau des Weimaraners einem Dobermann, einem nicht kopierten Dobermann, nicht unähnlich ist, sondern sehr ähnlich ist. Das ist meine Meinung. Sie erreichen ähnliche Schulterhöhe, werden ähnlich schwer, sind gleichzeitig schlank, aber muskulös, mit langer Wirbelsäule, langen Beinen, also ziemlich ähnliche Anatomie, möchte ich meinen. Wie gesagt, beide Augen zudrücken bei der Farbe, vom Wesen her nicht mit derartigem Schliff wie der typische Dobermann ausgestattet, dennoch. Auch ein Weimaraner kann's. Ja. Sind sehr beliebte Wach- und Schutzhunde in der USA und natürlich auch als Familien- und Begleithunde, in derer Funktion sie diese Wach- und Schutzhunde-Funktion, wie soll ich sagen, gleichzeitig bedienen. In der USA belegt. Ja. Weimaraner als 1, 2, dritte Alternative zum Dobermann. Nur ein Tipp. Bei der nächsten Alternative wird der eine oder andere vielleicht die Nase rümpfen, doch ich sage Ihnen was, wenn Sie sich um eine schlanke Linie umsehen, dieses Hundes, den ich gleich nennen werde, dann werden Sie anatomische Ähnlichkeiten, also Ähnlichkeiten im anatomischen Aufbau zum Dobermann mit Sicherheit erkennen. Auch hier müssen wir die Farbe auf jeden Fall außen vor lassen und auch charakterliche Abstriche machen. Ja. Nicht negativ, ja, nicht negativ, aber er funktioniert charakterlich völlig anders als der typische Dobermann, nämlich der Rhodesian Ridgeback. Ja, ich sah schon Ridgebacks, die sahen aus wie entfaltete Tosas, derartig substanzvoll waren die. Ja. Die haben dann anatomisch mit einem Dobermann nicht mehr viel zu tun, aber den Ridgeback, den ich hier eingeblendet habe, zum Beispiel, der entstammt klar erkennbar einer etwas windigeren, leichteren Linie, und diese Hunde gehen für mich optisch schon mal als Alternative zum Dobermann durch. Also auf jeden Fall. Also wenn Sie schon mal vor einem schlank muskulösen, hochbeinigen Ridgeback gestanden sind, dann werden Sie mir diese Aussage zugestehen, davon bin ich überzeugt. Ja, nur den Ridgeback gibt es von gelb bis zu rot. Ja, so gibt es den Dobermann nicht. Wie gesagt, hier muss man die Farbe außen vor lassen. Und charaktertechnisch ist es eine völlig andere Welt. Ja. Also der Dobermann ist mit Sicherheit der bessere Gebrauchshund, 100%ig. Auch mit einem Ridgeback kann man arbeiten, doch braucht man für den Charakter des Ridgebacks mehr Einfühlungsvermögen, etwas mehr Gefühl.
Ridgeback ist ein ebenso fantastischer Hund wie der Dobermann, da fährt die Eisenbahn drüber. Das ist eine Geschmackssache, ja, aber er funktioniert charakterlich anders. Ist meistens etwas ruhiger, weniger triebig. Er hat seine Energieausbrüche, das wissen wir alle. Ridgebacks zählen zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der Welt. Wahnsinnig schnell und explosiv, aber sind sie allgemein vielleicht etwas ruhiger unterwegs als der typische Dobermann. Ich sage noch einmal, zum zigten Mal. Auch Dobermänner gibt es, die unterwegs sind manchmal wie Phlegmaten. Und es wird Ridgebacks geben, die zischen umher wie der wildeste Terrier. Die typischen Ridgebacks sind etwas ruhiger unterwegs als der typische Dobermann. Möchte ich sagen, doch als Alternative ginge er für mich zum Dobermann durch. Wenn Sie ein Mensch sind, der vom anatomischen Aufbau des Dobermanns beeindruckt sind, entzückt sind, ja, dann könnte ich mir das vorstellen. Der nächste Hund ist in Mitteleuropa sehr schwer zu erwerben. Also wenn Sie da ein gutes Exemplar oder ein Exemplar haben möchten, wo Sie wissen, das ist so ein Hund und keine Betrugsgeschichte, ja, wenn so etwas geschieht, schnell mal, dann müssen Sie in die USA rüber. Ja. Und da ist das der Canis Panther entwickelt als Schutzhund aus Deutsche Dogge, Labrador, Amstaff und Dobermann. Diese 4 Hunderassen waren es. Ja. Der Canis Panther hat viele Anleihen von der Deutschen Dogge, meiner Meinung nach, doch strahlt genauso der Dobermann durch. Ist ein Hund, der recht groß werden kann und Schulterhöhen bis knapp unter 80 cm erreicht. Gewicht bis zu 60 Kilo auf die Waage werfen kann. Der Canis Panther ist ein recht triebiger Hund. Und ich möchte sagen, dass der Hund laut, ja, wie soll ich sagen, schauen Sie, ich habe noch nie in meinem Leben persönlich einen Canis Panther gesehen. Es gibt hier keine. Und ist keine offiziell anerkannte Hunderasse. Auf Hundeausstellungen kann man sie auch nicht antreffen. Ich habe nur im Netz recherchiert über diese Hunde, habe mir Erfahrungsberichte durchgelesen von Besitzern dieser Hunde und wenn sich da gewisse, wie Sie sagen, Behauptungen decken untereinander, 5, 6 Mal, wenn sich die wiederholen von verschiedenen Besitzern, dann sind die für mich richtungsweisend und tragend. Dann muss ich diesen Sachen glauben. Und in diesen Berichten wird immer davon geschrieben, dass dieser Hund eine sehr stark ausgeprägte Verteidigungsbereitschaft vorweist, stark ausgeprägten Schutz hat, sehr wachsam ist, äußerst triebig und leistungsfähig ist und dennoch einen Top-Familienhund darstellt. Ich möchte den Canis Panther charakterlich als einen Hund, der ähnliche Eigenschaften zeigt wie der Dobermann bezeichnen, aber noch etwas mehr Pfeffer hat. Und das möchte was heißen, denn wir wissen, dass auch der Dobermann kein Hund von Traurigkeit oder kein Kind von Traurigkeit ist. Ja? Der Canis Panther ist mit Sicherheit nicht so führig wie der Dobermann. Und auch das möchte was heißen, denn einen Dobermann muss man schon mal entspannt führen können. Ne? Das sind Hunde. Ja? Sie wissen, was ich meine. Im Canis Panther braucht man hier vielleicht etwas mehr Feingefühl beim Drehen an den Schrauben. Davon bin ich überzeugt, denn der Hund hat mindestens genauso viel Temperament wie der Dobermann. Das Ganze aber gepaart mit noch etwas mehr Power. Größer, schwerer, sicherlich körperlich stärker als der typische Dobermann. Ja. Aber dieser Hund würde anatomisch als Alternative zum Dobermann für mich durchgehen. Ja, ein Dobermann zur Potenz, möchte ich mal sagen. Aber wie gesagt, schwer in Mitteleuropa zu bekommen, dieser Hund. Ja. Der letzte, den ich Ihnen jetzt vorstelle, und der 6., der für mich als Alternative zum Dobermann durchgeht, ist der grenzwertigste. Optisch, da muss man hier beide Augen ganz fest zudrücken, aber mit viel Fantasie würde der Chinese Red Dog für mich als Alternative zum Dobermann durchgehen. Chinese Red Dog, von deutschen Siedlern in China entwickelt, aus deutschen Schäferhund, Rottweiler und ortsansässigen chinesischen Hunden. Ein Top-Wach- und Schutzhund, ein sehr beliebter Diensthund in China, auch ein gesuchter Familien- und Begleithund, ein Top-Hund, den man auch führen können muss. Ja, also man kann nicht wirklich viel über diesen Hund herausfinden. Auch den sah ich noch nie in meinem Leben persönlich. Kenne ihn nur aus dem Internet, sah mir einige YouTube-Videos an, habe mir einige Erfahrungsberichte von Besitzern des Chinese Red Dogs durchgelesen.
Toller Schutzhund auf jeden Fall, aber mit Sicherheit kein einfach zu führender Hund. Auch der Hund erreicht weit über 70 cm Schulterhöhe und ist höchstwahrscheinlich der substanzvollste aller dieser Hunde, die ich hier vorgestellt habe. Tolle Farbe, herrlich roter Brand, wahnsinnig schön anzusehen und der einzige Hund hier mit natürlichem Stehohr. Wie gesagt, nochmal, er nimmt schon ziemlich viel Substanz mit, um als Alternative für den Dobermann gelten zu können. Aber mit viel Fantasie kann man es durchgehen lassen, möchte ich mal sagen. Auch genauso oder ähnlich wie der Canis Panther ist auch der Canis Red Dog in unseren Gefilden eher schwer zu bekommen. Also da müssen Sie schon etwas weiter weg, um einen Vertreter dieser Rasse erwerben zu können. Toller Hund, würde gern mal einen sehen. Fällt eigentlich genau in meinen Raster hinein. Optisch wie auch charakterlich, aber sicher anspruchsvolles Wesen. Feurig, temperamentvoll, trotz dieser Substanz. Also ein Hund, der schon ziemlich Gas geben kann und noch dazu einiges mehr an Substanz mitbringt als der Dobermann. Also hier, wie soll ich sagen, ja, mit viel Gefühl vorgehen und vernünftig sein bei der Erziehung bei solchen Hunden. Es gilt generell für alle wehrhaften, körperlich sehr starken Hunde. Immer vernünftig sein, am besten ruhig, besonnen, machen Sie den Fehler nicht und versuchen Sie einen Drive beim Hund zu wecken. Die meisten der Hunde entwickeln den sowieso. Fokussieren Sie sich eher darauf, diesen Drive kontrollieren zu können, der sowieso von Natur aus kommt und ja, den nicht zu pushen, nicht mit Chip auszustatten. Ja. Gilt für alle wehrhaften, starken Hunde, wo alle diese Hunde, die ich hier vorgestellt habe, dazugehören, auch der Pinscher. Drehen Sie einen deutschen Pinscher nicht zu stark auf. Hunde mit 20 Kilo, die wirklich Vollgas geben, werden so häufig unterschätzt, liebe Zuseher. Sehen Sie sich einen Donovan Pinscher an. Also auch nicht viel größer und viel schwerer als ein deutscher Pinscher. Das ist eine Artillerie, der Hund. Ja, egal. Zurück zum Dobermann. Nochmal. Gibt es einen Ersatz für den Dobermann? Na, Ersatz gibt es keinen. Ein Dobermann ist ein Dobermann. Pinscher ist ein Pinscher. Busero ist ein Busero und so weiter. Alle Hunde sind oder Rassen sind auf ihre Art einzigartig. Aber es gibt Alternativen, die man ja hier genauso umdrehen könnte auch. Ich könnte jetzt vom Pinscher sprechen und sagen, Sie wollen vielleicht etwas Größeres und so weiter, weil der Pinscher ist Ihnen vielleicht ein bisschen zu klein und dann wäre eine Alternative der Dobermann. Ja. So war das Video gemeint, nur heute in Bezug auf den Dobermann, also mit dem Dobermann als Hauptdarsteller. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.